Warum spielst du eigentlich Call of Duty bzw. Warzone? Richtig, weil es Spaß macht. Aber was macht denn Spaß? Erfolg macht Spaß, denn Erfolg motiviert. Also das heißt, möglichst viele Kills, eine möglichst gute KD und möglichst viele Wins, am besten kombiniert mit einem richtig schönen Gameplay mit seinen Mates. Wenn ihr also euer Spiel aufs nächste Level bringen wollt, dann seid ihr hier jetzt genau richtig. Ich gebe ja Coachings in meinem Discord-Channel und ich sehe da immer wieder die gleichen Fehler und habe natürlich auch selbst immer mehr dazugelernt. Und deswegen habe ich heute 6 Schritte für euch zusammengefasst. Wenn ihr die befolgt, werdet ihr schnell zu einem besseren Spieler, habt mehr Erfolg und somit auch mehr Spaß. Also, let's go! Okay, let's go! Der erste Punkt ist eigentlich ganz einfach. Aber man kann ihn so ein bisschen ausfeilen und jeder von euch sollte das machen, denn es ist egal, bei welchem Shooter ihr euch oder Spiel ihr euch jetzt einfuchsen wollt. Die Vorgehensweise ist immer gleich. Ich habe das in den letzten 20 Jahren verfeinert und mache das, wenn auch ein Stück weit automatisch, immer gleich. Und zwar ist es das Verstehen. Das Verstehen, worum es in dem Spiel wirklich geht. Jedes Spiel hat ja verschiedene Prioritäten, also Shooter bezogen, heute ja Warzone bezogen. Ist es ja so, es gibt das Aim, es gibt das Movement, es gibt die Game Sense und die Game Sense hat ganz viele Punkte wie Awareness, Map-Kenntnisse, Situationsbewusstsein und so weiter und so fort. Aber die Prioritäten in dem Spiel sind unterschiedlich gewichtet. Also Call of Duty, sehr Movement-lastig, Apex, sehr Movement-lastig, Fortnite, sehr baulastig, ja? Counter-Strike, Valorant, sehr Aim-lastig. Also ihr seht schon, das sind verschiedene Prioritäten, die in den Spielen gesetzt werden, beziehungsweise Dinge, die man, wenn man die besser kann, wie das Movement in Call of Duty, dann hat man schon mal eine gute Basis. Also das sollte man verstehen und das könnt ihr einfach machen, indem ihr Creatoren wie mir oder Profis oder anderen Streamern und YouTubern zuschaut, macht ihr ja sowieso. Ihr geht doch auf YouTube, scrollt da rum, seht, keine Ahnung, Battlefield kommt raus, das neue, ihr guckt euch das an, es gefällt euch irgendwie, ihr wollt das mal antesten, zockt das mal an, es gefällt euch weiter. Und dann ist der Moment, dann müsst ihr ein bisschen umschalten und denken, okay, worum geht es eigentlich in dem Spiel? Also nehmen wir mal Warzone als Beispiel. Warzone, du musst das Movement nutzen können. Du musst das Movement im Kampf einbauen können. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal die Movement Mechanics bzw. die Basics vernünftig lernen, verstehen, wie die Profis das machen, was für Tastenbelegungen die haben, denn auch die Tastenbelegungen kann man ja effizient und nicht effizient gestalten. All diese Dinge gehen mir dann durch den Kopf und das mache ich alles, bevor wir in den nächsten Schritt kommen, und zwar die Settings. Du hast also durchs Zuschauen jetzt verstanden, worum es in Warzone geht. Und unter anderem geht es ja auch sehr stark in Warzone um das Thema Movement. Und die ersten Settings, die ich dir hier unbedingt empfehlen würde, ist, dass man sich Gedanken über die Tastenbelegung macht. Egal ob Controller oder Maus- und Keyboard-Spieler. Also als Beispiel nehme ich hier gerne eben das Thema Movement, denn man muss zum Beispiel das Slide Canceln ja im Kampf integrieren. Und hierbei ist es wichtig, dass man währenddessen auch immer noch sich in alle Richtungen bewegen kann und auch in alle Richtungen aimen kann. Das bedeutet für die Controllerspieler unter euch, dass ihr, wenn ihr welche Tasten auch immer für Slide Cancel benutzt, die beiden Daumen auf den Sticks nicht verlassen müsst. Das wäre nämlich ein Nachteil. Das gleiche gilt für die WASD-Tasten bei den Maus- und Keyboard-Spielern. Und dann kommt natürlich auch, das liegt nahe, die Grafikeinstellungen. Wir sind hier in einem Shooter. Hier geht es immer um möglichst viele FPS, um ein möglichst flüssiges Spielerlebnis. Und auch hier empfehle ich immer, stellt also alles auf Performance ein, anstatt auf Quali. Und das nächste Thema Radar. Es ist extrem wichtig, das gilt übrigens für jeden Shooter, dass man regelmäßig aufs Radar guckt. Und hier ist es zum Beispiel empfehlenswert, das Radar ein bisschen weiter reinzurücken, also die HUD-Grenzen ein bisschen enger zu ziehen und auch die Größe des Radars anzupassen. Und nebenbei gesagt, auch ein Tipp für Anfänger, versteht das Radar, lernt die Symbole und die Dinge, die in dem Radar passieren, frühzeitig kennen und dann könnt ihr das auch richtig interpretieren und diese Informationen entsprechend verarbeiten. Thema Game Sense. Ansonsten, wenn ihr die Settings richtig einstellen wollt, dann verlinke ich euch mal hier ein Video von mir, wo ich das genauer erkläre. Der dritte Schritt ist dann tatsächlich einfach Spaß haben und nebenbei das Wissen einfach vertiefen. Spaß haben, selber zocken, zuschauen, verstehen und das Wissen vertiefen. Gerade nachdem man die Settings frisch eingestellt hat, muss man sich ja erstmal an alles gewöhnen.
Und da geht es vor allem auch darum, eine Muscle Memory aufzubauen, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, welche Taste muss ich drücken, um irgendwas zu machen. Das ist wie beim Autofahren, man denkt ja auch nicht mehr übers Schalten nach und guckt auch nicht auf den Schaltknüppel, wo ist der zweite oder dritte Gang. Gerade beim Thema Movement ist es sehr wichtig, die Basics, wie Slide Canceln und Drop Shotten in das Muscle Memory aufzunehmen. Außerdem sollte man auch mehr Wissen über das Thema Aim spielbezogen generieren. Es gibt das aktive Aim, das passive Aim und die Crosshair-Disziplin. Ihr findet übrigens auf meinem Kanal auch spezifische Videos über diese Themen. Aber es sei vorab gesagt, für die, die es noch nicht wissen, passives Aim ist gerade in Call of Duty, besonders für die Controller-Spieler, sehr wichtig. Denn je besser dein passives Aim ist, desto weniger musst du aktiv aimen. Außerdem gibt es natürlich die Game Sense und wie eben ja schon erklärt oder gezeigt, gibt es da sehr viele Punkte. Was ich da aber noch nicht gezeigt habe, aber immer wieder gerne erkläre, ist, es gibt da nochmal einen Unterschied, den ich zumindest gerne mache, zwischen den Langzeit- und Kurzzeitentscheidungen, weil Game Sense ist ja die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Punkte, die ich zuvor genannt habe, die helfen einem dabei, in kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn habe ich zum Beispiel ein gutes Situationsbewusstsein und weiß, was für Ressourcen oder taktische Ausrüstung ich gerade noch habe, dann nimmt das ja Einfluss auf meine Kurzzeitentscheidung. Das passiert im Bruchteil einer Sekunde. Das ist nämlich am Ende des Tages die eigentliche Kunst des Spiels und das, was die Pros super beherrschen. Aber zurück zu den Langzeitentscheidungen, denn die sind nämlich gerade als Anfänger extrem wichtig. Da geht es nämlich um Sachen wie Positioning. Ja, das heißt, man trifft Entscheidungen auf längere Sicht. Also ich treffe jetzt die Entscheidung, sagen wir mal, die Wiederauferstehung ist beendet. Ich gehe jetzt nicht mehr jede Konfrontation ein, sondern versuche, mich möglichst frühzeitig gut zu positionieren. Also das heißt, frühzeitig rotieren, vielleicht, wenn es sich anbietet, in die Mitte der Zone, mit Deckung in Optimum im Highground. Und bei den meisten Casuals hört es hier auch schon auf. Spätestens nach den Settings findet kein großer Verbesserungsprozess mehr statt, sondern die Leute fangen einfach nur an zu zocken und ja, sind ein bisschen frustriert. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht. Jetzt die nächsten Schritte. Das unterscheidet die Spreu vom Weizen, wenn man so will. Das unterscheidet einen, auf lange Sicht erfolgreichen Spieler von einem, ich sag mal, bleibenden Anfänger oder eben Casual. Wenn du also jemand bist, der sich wirklich verbessern will, dann bist du natürlich auf meinem Channel genau richtig, denn bei mir auf meinem Channel geht es sich darum, wie man in Shooter besser wird und aktuell konzentriere ich mich sehr stark auf Warzone bzw. Call of Duty. Ich würde mich also jetzt freuen, wenn du mich abonnierst, damit du keine Videos mehr verpasst und lass doch gerne auch einen Daumen hoch da und einen Kommentar da und schreib mal, wie deine Lage ist, wo du dich gerne verbessern möchtest und komm auch in unseren Discord, denn da kriegst du kostenlose Coachings. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Schritt Nachvollziehen und das machen wirklich die wenigsten. Das heißt, erstmal solltet ihr euren eigenen Skill kennen und euch auch entsprechend eingestehen, dass ihr vielleicht noch nicht so gut seid und vielleicht auch wirklich ein Noob und Anfänger seid. Und der erste Schritt ist, nutzt die Killcams. Also, wenn ihr down geht, dann klickt die Killcam nicht weg, sondern versteht oder zumindest versucht es zu verstehen, warum ihr down gegangen seid. Denn sind wir mal ehrlich, 99% der Fehler oder die Gründe, warum man down geht, liegt ja bei einem selber. Es gibt natürlich immer mal wieder ungünstige Timings oder auch Cheater, aber ich sag mal, zwischen 95 und 99% der Fälle liegt es an einem selber. Und versucht auch, wenn ihr gewonnen habt, auch zu verstehen, warum ihr gewonnen habt. Und dazu, das könnt ihr natürlich nicht in der Killcam machen, dazu solltet ihr euer Spiel aufnehmen. Also besorgt euch ein Aufnahmeprogramm wie OBS oder Nvidia und so bietet das, ich glaube PlayStation bietet das auch mit an. Nehmt das auch einfach mal auf und reviewt euer eigenes Spiel hin und wieder mal. Also zockt mal von mir aus 10 Minuten weniger, aber sucht euch dann mal ein Spiel des Tages raus und kritisiert euch selber, wenn man so will. Und noch besser, bildet Lerngruppen, Das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich will ja mal ein Beispiel aus meinem Studium nennen. Im Studium Maschinenbau haben wir immer Lerngruppen gemacht und ich kann euch eins sagen, in den Lerngruppen lernt man extrem viel. Es gibt nichts Schlimmeres, als für eine Killerklausur wie Strömungslehre alleine lernen zu müssen, weil man vielleicht der Letzte ist, der die Klausur geschrieben hat und alle anderen haben das letztes Semester gemacht. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Denn wenn ihr Lerngruppen bildet, dann
analysiert ihr euch gegenseitig und ihr erklärt euch gegenseitig Dinge. Und beim Erklären merkt man ganz oft, dass man selbst vielleicht auch noch ein paar Lücken hat. Die werden erst dadurch aufgedeckt und man vertieft es dadurch auch nochmal. Ich lerne gerade auch, indem ich es euch erkläre. Also das ist für mich auch ein Weg, besser zu werden. Und wenn ihr euer Spiel dann aufgenommen und analysiert habt, dann schaut, wo sind eure Schwächen und vor allem, was sind auch eure Stärken, was könnt ihr schon gut und baut besonders die Stärken weiter aus und versucht die Schwächen auch auszubessern. Und hierzu ist es natürlich auch hilfreich, Profis zu analysieren. Und auch Profis machen Fehler. Schaut mal genau hin. Wenn ihr genau hinguckt, ihr seht das ja auch an meinen Analysen, ich finde auch Fehler, auch wenn ich selbst längst nicht so gut bin, aber ich finde trotzdem auch Fehler bei den Profis, was sie hätten besser machen können. So, wo du jetzt nachvollzogen hast, dein Gameplay aufgenommen hast und das womöglich noch mit deinen Freunden oder bei uns im Discord besprochen hast, geht es jetzt darum, die Schwachstellen ja auszubessern und vor allem auch die Stärken noch mehr zu stärken. Aber zuerst solltet ihr euch Ziele setzen, das ist der 5. Punkt, denn es ist sehr wichtig, dass man sich Ziele setzt und die müssen realistisch sein. Das sage ich ja auch immer, es bringt nichts, jetzt sich Ziele zu setzen wie ich schaffe jetzt eine 30er-Bombe, wenn das völlig unrealistisch ist, wenn ihr maximal vielleicht bisher einen Killrekord von 7 hattet, ja, dann müsst ihr einen neuen Killrekord von 10 setzen. Etwas, was in absehbarer Zeit für euch erreichbar ist. Und ganz, ganz wichtig, ihr werdet, wenn ihr es ernst nimmt, viele Punkte finden, die ihr verbessert. Also allein bei Thema Game Sense, ja, Map-Kenntnisse, Timing, Situationsbewusstsein, Ressourcenmanagement, da gibt es so viele Punkte. Aim, aktives Aim, im Aimlabs trainieren, Game Sense hatte ich schon, passives Aim meine ich. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Ihr solltet auch alle diese Punkte aufschreiben. Einmal, wenn ihr was seht, das muss ich besser machen. Aber dann solltet ihr priorisieren und euch nie mehr als 2 dieser Dinge nehmen. Selbst wenn ihr eine Liste von 100 Punkten habt, nehmt euch erstmal 2 und nehmt die euch vor. Bewusst. Spielt bewusst. Also, ganz viele bei uns im Coaching haben das Problem, dass sie nicht regelmäßig aufs Radar gucken. Auch ich bin an diesem Punkt immer noch am Arbeiten. Das heißt, das wäre ein Punkt, regelmäßig aufs Radar gucken. Und wenn es nur der eine Punkt ist, für die nächsten 3-4 Abende konzentriere ich mich extrem darauf, alle 3 bis 5 Sekunden aufs Radar zu gucken. Also als Beispiel. Ihr müsst euch einfach Ziele setzen, nicht zu viele. Sie müssen realistisch sein, sie müssen erreichbar sein. Und dann schafft ihr das und dann seid ihr wiederum motiviert. Da sind wir wieder beim Thema Erfolg gleich Motivation. Und dann sind wir auch schon beim letzten Schritt angekommen und ich habe mir hier aufgeschrieben, verbessern, trainieren, Disziplin. Und vor allem die Disziplin. Das ist wirklich der Punkt, auch das Durchhaltevermögen, ja. Auch hier nehme ich wieder das Beispiel Studium. Auch da gab es viele Punkte, wo es extrem schwer war. Man musste durchhalten, man musste Disziplin haben und dann hat man das auch geschafft. Und auch hier, gerade ist Call of Duty nicht so spaßig, es gibt viele Hacker, aber es gibt ja so am Horizont so ein kleiner Lichtblick. Season 3 mit Verdansk, viele freuen sich drauf und das ist wie mit Neujahrs-Dinge, die man sich vornimmt. Ja, alle gehen zum Training die ersten 4 Wochen und dann hören sie wieder auf oder fangen dann an, im Sommer ihre Bikini-Figur aufzubauen. Aber es geht eigentlich ist jetzt im Winter die Zeit, eine Bikini-Figur aufzubauen und die wahren erfolgreichen Pumper, sage ich mal, die sind auch rund ums Jahr dann im Training. Ihr wisst, was ich meine, auch wenn es mal nicht so schön ist oder nicht so gut läuft. Ich meine, ihr habt doch bestimmt dann Freunde, mit denen ihr zusammen zockt oder kommt bei uns im Discord, man zockt einfach weiter, wenn auch nicht so viel, aber man arbeitet stetig an seinen Zielen und bleibt einfach dran. Man hält durch, man verbessert sich stetig und es wird sich am Ende auszahlen, das kann ich euch garantieren. So, die es bis hierhin geschafft haben, die haben Bock, sich zu verbessern, das weiß ich. Und ich wollte mich einmal kurz bedanken, denn es ist genau ein Jahr her, dass ich jetzt mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe. Und ich bin zufrieden. Ich habe fast mein erstes großes Ziel erreicht, dass ich mich theoretisch monetarisieren lassen könnte. Dazu fehlen mir aber noch ein paar Abonnenten. Ich brauche dafür 1000 Abonnenten. Die Watchtime habe ich schon voll. Also wenn ihr Teil der Reise sein wollt, mich unterstützen wollt, dann klickt jetzt gerne auf den Abo-Button, lasst gerne einen Kommentar da und auch einen Daumen hoch da. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt mal ein Video, in dem besonders die Einsteiger unter euch auch viel mitnehmen können, denn hier zeige ich mal ein Coaching.